Wir warten auf das richtige Licht. Den einen Moment. Die Kamera bereit, der Atem flach. Als könnten wir ihn einfangen. Den Augenblick, der alles sagt. Wir suchen nach Linien, nach Licht, nach Leben, nach Ordnung im Chaos, nach Schönheit in der Vergänglichkeit. Doch je näher wir ihr kommen, desto mehr entgleitet sie uns. Die Perfektion. Vielleicht, weil sie nicht dort ist, wo wir sie vermuten. Nicht in der makellosen Komposition, sondern im Ungeplanten, im Zufall, im Menschlichen. Wir sind Suchende im Bild und im Leben. Und manchmal ist die fast perfekte Aufnahme genau das, was sie vollkommen macht. Ich hoffe, euch hat diese wunderschöne Einleitung gefallen, denn alles ist mit diesem Objektiv gedreht, und zwar mit dem Blaser Remus 50 mm mit Blende T2. Das ist ein anamorphisches Objektiv. Was dieses Objektiv jedoch von klassischen Linsen unterscheidet, erfahrt ihr in diesem Video. Was ist Anamorphic? Viele kennen sicher aus großen Blockbustern die sogenannten blauen Lensflares. Dies ist wohl einer der bekanntesten charakterlichen Bildmerkmale solcher Objektive. Aber es gibt auch noch viele weitere, die zu oft gar nicht so beachtet werden. Zum Beispiel das Bokeh und wie sich die Unschärfe zersetzt. Anamorphisches Filmen hat aber auch andere Gründe. Neben dem einzigartigen Look kann man auf gleicher Sensorfläche mehr Bild aufnehmen. Dies wurde damals in den Anfängen des Kinos sehr viel genutzt. Man konnte zum Beispiel ein breiteres Bild auf den Film aufnehmen und dieses Bild wurde dann im Kino mit einer entsprechenden Linse entzerrt. Ein Vorteil war es zum Beispiel, dass man keinen breiteren Film dafür benötigt, wenn man zum Beispiel in diesem Widescreen-Format filmen will. Heute nutzt man solche Objektive eher aus ästhetischen Gründen. Ein Problem ist, dass solche Objektive ziemlich teuer und ganz schön schwer sind. Aber wozu braucht man sowas, fragt ihr euch. Das Stichwort lautet hier Charakter. Oder beziehungsweise die Sachen, die bei einem anamorphischen Objektiv ganz anders sind gegenüber sphärischen Objektiven, sind die gewollten Bildfehler. Fehler klingt jetzt hier irgendwie negativ, aber das sind viele charakterliche Eigenschaften, was das Ganze irgendwie filmischer aussehen lässt. Ich sag mal so, die jeweiligen charakterlichen Unterschiede sind von Hersteller zu Hersteller ganz unterschiedlich. Bei Blaser zum Beispiel wirkt das alles eher so ein bisschen nach Vintage. In den letzten Jahren hat sich aber viel in der Filmwelt getan und Hersteller wie Blaser versuchen Objektive sehr kostengünstig, kompakt, aber auch gleichzeitig recht hochwertig herzustellen. Ich weiß, es gibt auch andere Hersteller wie Suri, aber da war meiner Meinung nach das Bild immer zu clean und man hat immer sehr wenig von diesem charakterlichen, anamorphischen Bild gesehen. Im heutigen Video möchte ich mich aber eher auf das Blaser Remus Objektiv konzentrieren. Wer ist Blaser? Blaser stellt schon seit einigen Jahren anamorphische Objektive und Aufsätze her. Sie waren jedoch vorher unter dem Namen Greyjoy bekannt.
Sie haben Objektivserien wie die Kato, Apex und Remus-Reihe veröffentlicht. Zum Zeitpunkt dieses Videos erschien auch ganz frisch die neue Mantis-Serie. Interessant an diesen Serien ist, dass sie jeweils unterschiedliche Merkmale und Schwerpunkte bedienen. Zum Beispiel hat die Apex-Reihe Autofokus, was in einem anamorphischen Objektiv eigentlich sehr untypisch ist. Wobei die Kato-Serie eher einen Streckfaktor von ×2 hat, also eher ein sehr breites Bild aufnehmen. Ich habe mich für die Remus-Reihe entschieden. Genauer gesagt, ein einziges Objektiv. Das Objektiv, welches ihr hier seht, ist das 50 mm in der maximalen Blende von T2. Das Remus 50 mm ist für Vollformatsensoren geeignet. Die Verarbeitung ist sehr gut und es gibt eine schöne Objektivkappe aus Metall, die fast perfekt mit einem Schaumstoff im Inneren ausgekleidet ist. Das Objektiv ist ungefähr 716 Gramm schwer und mit einem PL-Mount ungefähr 9 cm lang. Wer möchte, kann auch einen zusätzlichen Adapter auf EF-Mount bestellen, so wie ich das gemacht habe. Dass ein Hersteller einen immer noch die Option gibt, auf EF-Mount zu setzen, ist meiner Meinung nach besonders schön, da eigentlich EF-Mount gar nicht mehr hergestellt wird. Ich nutze sehr viele EF-Objektive, weil sie fast überall adaptierbar sind. Viele werden jedoch auf PL-Mount setzen. Beide Optionen sind eine gute Entscheidung und somit sollte das Objektiv an eigentlich jeder Kamera mit einem Adapter nutzbar sein. Die Vorderseite hat ein Filtergewinde mit 77 mm Durchmesser und ermöglicht den Einsatz von CPL, Glow, ND-Filtern und ähnlichem. ND-Filter sind hier schon Pflicht, später dazu mehr. Die Blende lässt sich stufenlos von T2 auf T22 schließen. Fokus und Blende haben einen Zahnkranz, um gängige Follow-Focus-Motoren zu nutzen. Der Fokusring lässt sich um 150 Grad drehen und ist nicht zu leichtgängig. Was auffällig ist, dass Fokus und Blende ziemlich nah aneinander stehen, was das Anbringen von Fokusmotoren etwas schwierig macht. Entsprechende Beschriftungen in Fuß und Metern sind am Objektiv zu finden. Die minimale Fokusdistanz liegt hier ungefähr bei 74 cm, was für Anamorphic sehr nah ist. In den meisten Fällen ist dies gut nutzbar, aber ab und zu dennoch nicht nah genug. Sogenannte Diopters können hier helfen. 16 Blendenlamellen sorgen hier für runde Bokehringe, jedoch sind diese bei einem anamorphischen Objektiv eher sehr oval. Eins konnte man sogar zwischen verschiedenen Farben bei den Lensflares auswählen. Leider scheint es aber nur noch die Farbe Silber bzw. neutral zu geben, da wohl andere Farben wie Blue oder Amber nicht mehr hergestellt werden. Zum Zeitpunkt der Aufnahme liegt der Preis eines dieser Objektive bei ungefähr 1100 € pro Stück. Man kann aber auch verschiedene Brennweiten in einem Set kaufen, wodurch der Stückpreis günstiger wird. Warum habe ich das Objektiv in 50 mm geholt? Ein ganzes Set zu haben ist zwar sehr gut, aber leider nicht immer sehr praktisch. Manchmal kann man nur das Nötigste mitnehmen. Ich habe seit Jahren die Erfahrung gemacht, dass es sehr praktisch ist, nur ein Objektiv zu nutzen. Ich suche oft den Sweet Spot zwischen Porträtbrennweite und leichten Weitwinkel. Über die Jahre habe ich gemerkt, dass ungefähr 30 bis 40 mm dieser Sweet Spot ist. Ich habe jedoch 50 mm gewählt, weil dies wirklich eine sehr universelle Brennweite ist. Das Blaser 50 mm ist tatsächlich auch das erste richtige anamorphische Objektiv, was ich besitze. Klar, ich hatte schon so diese Spielerei, nenne ich es jetzt mal, mit solchen kleinen Filtern, die man zum Beispiel an der Drohne anbringt oder hier vom Smartphone. Es ist aber nicht dasselbe. Was ich jedoch am Anfang noch nicht gewusst habe, ist, dass die Brennweite ganz anders ist, als wir das von, ich sag mal, klassischen Objektiven kennen. Wichtig ist zu wissen, dass 50 mm nicht 50 mm sind, zumindest bei einem anamorphischen Objektiv. Klingt komisch, aber das hat mit dem Streckfaktor des Objektives zu tun. Der liegt hier bei 1,5. Ein 50 mm ist hier zwar auf einem vertikalen Ausschnitt wirklich 50 mm, jedoch auf der horizontalen Achse eher ein 33 mm auf Vollformat. Wegen der Verzerrung wird ein breiteres Bild aufgenommen und dies sollte berücksichtigt werden. Dies auszurechnen ist jedoch sehr einfach. Man rechnet die jeweilige Brennweite des Objektivs geteilt durch den Streckfaktor und erhält so die horizontale Brennweite. Das Objektiv gibt es aber nicht nur in 50 mm. Verschiedene Brennweiten sind erhältlich. Manche kann man auch, wie bereits erwähnt, in einem Set kaufen.
Das Objektiv kam in einer relativ guten Verpackung an. Der Karton war in schwarz und erinnerte mich eher wegen dieser Riffelung an diese Verpackungen von diesen 50 € Gadgets aus China. Mein EF-Mount-Adapter wurde dafür ganz billig in einer kleinen Tüte eingepackt und einfach dazu geworfen. Nach dem Auspacken habe ich das Objektiv erst einmal umgebaut. Dazu habe ich den PL-Mount gegen den EF-Mount ausgetauscht. Hier gab es einfach 5 Schrauben, wie man hier sieht, die man dann lösen muss, und den neuen Adapter kann man auch nicht falsch anbringen, da ein zusätzlicher Pin am Objektiv diesen Mount sozusagen einrasten lässt. Beim Lieferumfang waren noch ein paar Ringe zum Schimmen dabei. Damit kalibriert man sozusagen das Objektiv auf die jeweilige genutzte Kamera, um einen perfekten Fokus zu haben. Blase hat dazu ein paar Tutorials auf YouTube und zeigt, wie einfach das gemacht wird. Bei mir war alles perfekt eingestellt, bis auf meine Blackmagic Pocket 4K. Da konnte der Fokus nicht ganz auf unendlich gestellt werden. Ansonsten hatte ich an meiner Sony A7 IV, der Blackmagic Pocket 6K Pro und meiner Kinefinity Terra 4K keine Probleme. Wie bereits erwähnt, ist der Streckfaktor bei diesem Objektiv bei 1.5. Dies hat Vor- und Nachteile. Ein Vorteil ist, dass theoretisch viel, aber nicht zu viel vom anamorphischen Charakter zu sehen ist. 1,5 ist sozusagen ein Mittelwert. Es gibt 1.3 bis 2.0. Entscheidend ist jedoch, welche Kamera genutzt wird. Meine Kinefinity filmt zum Beispiel in OpenGate 3:2, also sozusagen den vollen Sensor. Mit diesem Objektiv verändert sich das Format aus einem 3:2 eher in einem 21:9. Bei einer Kamera wie der Sony A7 IV kann man leider nur in 16:9 filmen. Keine Ahnung, warum Sony so etwas Fortschrittliches und durchaus Praktisches wie OpenGate nicht in ihre Kameras integriert. Gut, auf die Wünsche der Kunden zu hören, ist scheinbar eh nicht die Stärke von Sony. Naja, durch das 16:9 wird mit diesem Objektiv das Bild noch viel breiter und in manchen Fällen nutzt man sozusagen das Bild nicht ganz. Man schneidet halt zu viel von dem Bild wieder ab. Ein Nachteil ist, dass Kameras mit einem stabilisierten Sensor nicht so nutzbar sind. Wenn wir ein Objektiv haben, was in der Theorie 2 Brennweiten hat, ist das auch nicht so einfach. Eigentlich. Dies sieht man besonders bei den Lensflares. Dort empfiehlt es sich, den Stabilisator auszuschalten. Bei anderen Szenarien kann man hier den Stabilisator auf die horizontale Brennweite einstellen, also in meinem Fall 33 mm. Ansonsten muss man auf einen Gimbal oder Stativ zurückgreifen. Dem einen oder anderen ist vielleicht schon aufgefallen, dass die Gierringe für den Fokus und der Blende ziemlich nah aneinander sind. Da ich oft auch mit Follow-Focus-Motoren arbeite, kann dies sehr unpraktisch sein. Zumindest, wenn man 2 Motoren gleichzeitig nutzt. So, ich bin jetzt gerade beim Anbauen der Follow-Focus-Motoren. Das Problem ist, der Monitor passt so vielleicht gar nicht darauf. Also die Kabel, die man hier so hängen sieht, sind dem Monitor nachher im Weg. Ich weiß nicht, was man sich dabei gedacht hat. Ich finde es nicht gut, muss ich ehrlich sagen. Also was ich jetzt definitiv irgendwie machen muss, ich werde definitiv die Rail, die hier oben dran ist, irgendwie unten anbringen müssen. Ich habe jetzt hier oben die Monitorhalterung jetzt, ich sag mal jetzt hier so in diesen 45 Grad Winkel angebracht, damit das jetzt nicht mehr so, ich sag mal, im Weg steht. Also die Kabel können jetzt so gerade noch so, wirklich gerade noch so hier an dem Monitor vorbei. Was aber echt blöd ist, weil oft filme ich auch so, also der Monitor geht fast noch tiefer. Da würde man wieder gegen die Kabel kommen. Und so sieht das aus, wenn es fertig ist. Also ich kann ja mal hier den Fokus bedienen. Ja, ist jetzt, ich sag mal, eher suboptimal, finde ich. Aber im Notfall, denke ich mal, könnte es klappen, wenn man jetzt hier so machen muss. Es ist zwar gerade noch so möglich, sieht aber ziemlich dämlich aus. Man muss einen Motor umgedreht anbringen. Das ist meiner Meinung nach nicht gut gelöst.
Kommen wir nun zu dem Wichtigsten an einem Objektiv, dem Charakter. Ich werde hier keine großen Tests unter Laborbedingungen machen. Vom Bokeh sieht alles sehr gut aus und ich finde, man merkt hier den Charakter sehr. Im Dunkeln sieht man auch in der Unschärfe die ovalen Bokehringe von Lichtern. Fokussieren ist hier aber auch nicht so einfach, besonders wenn die Kamera keine Entzerrung in der Vorschau hat. In Sachen Schärfe sollte man bei so einem Objektiv nicht allzu viel erwarten, aber das muss das Objektiv auch nicht sein, einfach weil es ein gewollter Bildlook ist. Dazu kommt, dass man anamorphische Linsen nicht zu offenblendig nutzen sollte. Eine große Überraschung ist, dass bei dem Objektiv mit einer maximalen Blende von T2 die Schärfe ganz okay ist. Offenblendig ist es zwar unscharf und erinnert mich eher an die Samyang oder Valimax Pro Cine-Objektive, aber bei einem leichten Abblenden wird das viel besser. Ich würde meist so etwas wie T2.8 oder maximal T2.4 für Nahaufnahmen empfehlen. Bei Landschaften oder Ähnlichen ist ungefähr T5.6 ganz in Ordnung. Ich habe hier auch nochmal spaßeshalber einen kompletten Test gemacht mit jeder Blendenstufe. Etwas anderes ist auch die sogenannte Barrel Distortion. Das Ganze fällt auf, wenn man zum Beispiel Pans macht. Lässt sich auch im Schnitt korrigieren. Jedenfalls sieht man das in vielen großen Filmen. Chromatische Aberrationen oder CAs sind auch reichlich vorhanden, aber das ist auch ein Teil des Charakters. Bei meinen 50 mm, welches ja Teil des B-Sets ist, sollten viele Bildeigenschaften verbessert worden sein. Besonders die CAs. Lensflares sind einer der bekanntesten Merkmale bei einem anamorphischen Objektiv. Bei manchen Herstellern sind diese eher sehr stark zu sehen und manchen eher nicht so. Bei Blaser gibt es jedoch, ich sag mal, eine etwas verwirrende Auswahl. Das Objektiv, was ich hier habe, das ist sozusagen die zweite Generation, die jedoch die erste Generation des sogenannten A-Sets nicht irgendwie ersetzen will, sondern irgendwie nur erweitern. Silber bedeutet hier, dass die Farben möglichst neutral wirken. Und ich schätze, das ist tatsächlich ein guter Mittelwert, obwohl ich auch Blau besser finden würde. Die Lensflares nehmen aber eher die Farbe der Lichtquelle an, sozusagen, wenn das Bild mit einer Taschenlampe angeleuchtet wird. Je nachdem, wie die Temperatur des Lichtes ist es meist eher bläulich. Auch bei der Sonne habe ich es manchmal auch so hingekriegt, dass die Lensflares zwar hauptsächlich weiß aussehen, aber in manchen entsprechenden Winkeln eher so ein paar blaue Schimmer noch zusätzlich hatten. Nimmt man dann zum Beispiel mit Straßenlichtern auf, also wenn die Lampen meist so gelblich aussehen, sieht das auch entsprechend halt gelb aus. Es gibt Leute, die beschweren sich, dass es die Farbe Blau nicht mehr gibt. Okay, würde ich verstehen, aber ich würde auch behaupten, dass ich nicht für jedes Projekt immer blaue Lensflares haben möchte. Bei den Blaser Remus sind diese sehr gut kontrolliert und nicht zu übertrieben. Und wenn das Licht in dem richtigen Winkel seitlich einstrahlt, kann es zu interessanten Effekten kommen. Gut, kommen wir zum Fazit über dieses wirklich wunderschöne Objektiv. Aber abschließende Worte zu finden, fällt mir hier irgendwie besonders schwer. Man nutzt so ein Objektiv für besondere Projekte, würde ich sagen. Für Projekte, wo man aus künstlerischer Sicht
so ein charakterliches Bild haben möchte. Und die Sache ist, nicht für jedes Projekt kann man das tatsächlich nutzen. Es gibt Filmprojekte, da zählt wirklich der clean Look, unterstützt die Story ein bisschen. Und es gibt Projekte, da würde sozusagen dieses Objektiv besser aussehen. Würde ich dieses Objektiv wirklich empfehlen? Also meiner Meinung nach ja, aber es kommt drauf an. Möchte man damit wirklich, ich sag mal, so einen einzigartigen Look haben? Ja, wie gesagt, ob dieses Objektiv etwas für euch ist, es ist schwer zu sagen. Ihr müsst es wirklich selber ausprobieren. Wenn ihr die Möglichkeit habt, schaut wirklich viele Reviews an. Meiner Meinung nach ist das wirklich ein schönes Objektiv, mit dem man einen ganz anderen, ich sag mal, Filmlook bekommt. Und ja, ich werde es jetzt definitiv in der Zukunft auch nutzen. Es gibt ein paar Sachen, die mir an diesem Objektiv gefallen und ein paar Sachen, die mir nicht so gefallen. Was mir halt nicht so ganz gefällt, ist, dass der Gearring von der Blende und von dem Fokus viel zu nah aneinander sitzen. Daran kann man sehr schlecht, ich sag mal, 2 volle Fokusmotoren anbringen. Es geht ganz knapp schon, wenn man das alles auf einer Rod anbringen will. Man muss die dann jeweilig versetzt anbringen, also ein spiegelverkehrt sozusagen. Es sieht meiner Meinung nach auch ziemlich doof aus. Ich weiß nicht, warum man sich dafür entschieden hat, das so zu machen. Eine andere Sache, die mir halt aufgefallen ist, also man braucht wirklich einen ND-Filter. ND-Filter ist Pflicht. Ich bin erstaunt, wie unglaublich, ich sag mal, lichtstark dieses Objektiv ist. Vielleicht hängt das auch mit der Verzerrung zusammen, dass halt auf der gleichen Sensorfläche mehr Bild und somit auch mehr Licht reinkommt. Eine andere Sache, die mir aber wirklich sehr gut gefällt, der Fokus ist extrem leicht, also nicht zu leichtgängig, aber es ist leichtgängig. Die Blende jedoch ist schwergängiger. Wenn ich das Objektiv, ich sag mal, beim Film so bediene und vielleicht mal leicht hier unten gegenkomme, fällt es mir schwerer, die Blende, ich sag mal, ganz leicht zu verstellen, wenn man jetzt aus Versehen beim Fokussieren gegen den Blendenring kommt. Etwas, was mir auch sehr gut gefällt, ist, dass es solche Objektive bis heute mit einem zusätzlichen Adapter für EF-Mount existiert. Canon EF-Mount ist eigentlich ausgestorben in der heutigen Zeit, möchte man meinen. Hat man diesen Mount jedoch an dem Objektiv, ist das meiner Meinung nach schon fast perfekt, weil es lässt sich auf so viele Sachen adaptieren. Und zum Beispiel wie hier an meiner Sony oder wie hier in den anderen Fällen an meine Blackmagic Pocket 4K mit einem MFT-Anschluss. PL-Mount könnte hier aber auch nochmal interessant sein. Wer hier einen PL-Mount besitzt, kann das Objektiv 90 Grad drehen, wenn man mit der Kamera auch vertikal filmen will, und könnte sozusagen für Social Media auch einen sehr interessanten Look irgendwie kreieren. Ich werde es mal in Zukunft ausprobieren, aber ja, wir werden mal sehen. Es gibt anamorphische Objektive, die sind vielleicht ein bisschen schärfer. Die anderen haben eine andere Farbe. Die anderen haben ein Bokeh, was einem vielleicht, ich sag mal, besser gefällt. Aber das Problem ist halt, man muss es wirklich, ich sag mal, selber herausfinden. So war es bei mir halt auch. Es gibt Projekte, wo ich dieses Objektiv definitiv verwenden würde. Zum Beispiel plane ich über jemanden eine Art Porträtfilm zu machen. Es gibt auch Projekte, wo das Ganze, wo dieser anamorphische Look wirklich perfekt passt. Ja, das soll es mit diesem Video gewesen sein. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Ansonsten gebt diesem Video einen Daumen rauf. Falls ihr Fragen zu diesem Objektiv habt, stellt sie gerne in die Kommentare oder irgendwelche weiteren Anregungen, Kritikpunkte, was auch immer. Ruhig rein damit. Ansonsten teilt das Video, wenn es euch gefallen hat. Das hilft uns und unserer Arbeit sehr. Und wenn ihr mehr von uns sehen wollt, zum Beispiel eine Review über diese wirklich wundervolle Kinokamera, dann schaut euch dieses Video hier an. Ansonsten gibt es auch hier andere Filme von uns und wir sehen uns beim nächsten Mal. Komisch.